Okay, es läuft. Einmal für die Synchro. Okay, herzlich willkommen zu unserem neuen Format, unserem Videopodcast. Yes. Also zu Anfang ganz wichtig zu sagen, das hier ist kein Ersatz für unsere Reisevlogs. Das ist einfach ein neues Format. Ein zusätzliches Format quasi, zusätzliche Videos. Wir haben ja jetzt gerade ganz aktuell zurückgestuft von wöchentlichem Upload zu alle 2 Wochen Upload und das gibt uns ein bisschen mehr Luft und Raum und Zeit auch und ein bisschen von dieser Zeit möchten wir jetzt gern für sowas hier nutzen. Ja, wir wollen einfach ein bisschen tiefer auf Themen eingehen, die uns interessieren, die uns beschäftigen und die euch auch interessieren und wir labern halt gerne. Wir labern immer gerne viel untereinander und jetzt haben wir uns gedacht, warum nicht einfach mal festhalten. Genau, so sieht's aus. Für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Zoe und Merlin. Wir reisen gerade durch Afrika. Wir wollen mit unserem eigenen Auto, unserem VW-Bus, bis runter nach Südafrika fahren. Und mit dabei ist unsere Hündin Lotta. Wir sind aktuell gerade in der Elfenbeinküste. An der Grenze zu Ghana. An der Grenze, da fahren wir morgen rüber. Und genau, wenn ihr unsere Reise mitverfolgen wollt, dann schaut doch gerne mal die ganzen Reisevideos an. In diesem Video geht es nämlich nicht um die Reise. Nein, in diesem Video geht es um die Frage, wie verdient man mit Social Media Geld. Das ist eine Frage, die viele Leute beschäftigt, die uns folgen und die uns auch immer noch beschäftigt, weil es einfach unser Job ist. Mittlerweile. Genau. Vielleicht gehen wir noch mal kurz drauf ein, wo wir überhaupt herkommen, wie das alles angefangen hat. Also vorweg, wir werden jetzt hier über Social Media reden, aber nur über die Plattformen, die wir auch bespielen, mit denen wir uns auskennen. Es gibt ja lauter Social Media Plattformen heutzutage. Die beiden Plattformen, auf denen wir unterwegs sind, sind aber YouTube und Instagram, wobei auch YouTube da unsere präferierte oder unsere primäre Plattform ist. Instagram machen wir so ein bisschen nebenbei, aber auch da können wir später noch drauf eingehen, wie man über Instagram Geld verdient. Aber wir fokussieren uns eigentlich auf YouTube. Genau, wenn wir jetzt über Geld und Einnahmen reden, dann geht es eigentlich in der Regel immer um YouTube, außer wir sagen explizit, es ist Instagram. Genau, ja, also wir können ja einmal ganz weit ausholen. Diesen YouTube-Kanal haben wir im Jahre 2020 das erste Mal aktiv zusammen bespielt. Wir haben angefangen während Corona oder kurz bevor Corona ausgebrochen ist. Da waren wir in Portugal zusammen. Das war unser erster gemeinsamer... Nee, das stimmt gar nicht. Das war nicht unser erster. Das ist unser zweiter gemeinsamer Urlaub schon. Und da haben wir uns einen Mietcamper geliehen und sind durchs Land gedüst. Und da haben wir angefangen, Videos zu machen. Und haben auch, als wir dann wieder in Deutschland waren, als Corona war, als wir alle zu Hause rumsaßen und nichts machen konnten, haben wir weiter kleine Videos gedreht, die wir dann auf YouTube hochgeladen haben. Mit nicht so großem Erfolg. Da ging es aber ja auch nicht. Nee, aber da hatten wir so 100 bis 300 Views. Genau, also die Videos waren auch wild. Es ging um Kaffee machen im Wald oder Camping Filmmaking. Also es waren alle möglichen Themen, wir haben auch Englisch geredet. Also ihr müsst euch jetzt auch nicht die Mühe machen, um ganz runter zu scrollen. Diese Videos sind mittlerweile nicht mehr öffentlich einsichtig. Die haben wir runtergenommen. Genau, und dann kam der Ende September 2020, Anfang Oktober, haben wir uns einen Sprinter gekauft. Alle, die jetzt schon eine Weile dabei sind, die kennen die Geschichte. Wir haben uns einen Sprinter gekauft, haben ihn ausgebaut und da haben wir angefangen, YouTube-Videos zu machen, regelmäßig. Jeden Sonntag ein Video über diesen Ausbau hochzuladen, über ein halbes Jahr. Ja, das war so der Zeitpunkt, wo man sagen kann, da haben wir es ernster gemeint mit YouTube. Also unser Hintergrund ist, dass wir beide aus der Filmbranche kommen. Wir haben davor am Set gearbeitet. Dann kam Corona und auch in der Filmbranche wie überall ging nichts mehr. Und dann haben wir uns selbstständig gemacht mit unserer eigenen Filmproduktion und haben eigentlich YouTube nur noch nebenbei weitergemacht, weil wir gesagt haben, wir wissen, wie man eine Kamera bedient. Wir wollen es ein bisschen ausprobieren und es wäre auch irgendwie cool, unseren Van-Ausbau festzuhalten, weil wir halt diesen Hintergrund haben und irgendwie, ja, keine Ahnung, das ist halt einfach so, es war so the most natural thing. Genau, und da hat noch kein kommerzieller Gedanke hintergesteckt, sage ich mal. Also wir haben nicht diesen Ausbau dokumentiert oder diesen Kanal gestartet mit dem Gedanken, wir wollen damit jetzt Geld verdienen und wir wollen uns unser Leben damit finanzieren. Das war eigentlich nie
die Intention. Genau. Genau, und dann haben wir halt ein halbes Jahr den Van ausgebaut, dann sind wir losgefahren, haben eine Europatour gemacht und irgendwann in diesem Zeitraum hat es halt angefangen, dass wir halt ein bisschen Geld mit YouTube verdient haben. Und jetzt sind wir an einem Punkt, 2 Jahre? Ja, 2 Jahre später. Nee, über 2 Jahre, oder? 2,5 Jahre. Mit dem Ausbau 2,5 Jahre später. 2,5 Jahre später sitzen wir hier in der Elfenbeinküste und können mittlerweile von diesem Kanal leben. Genau, also wir können unsere laufenden Kosten davon decken. Je nachdem, wie sparsam wir sind, können wir in manchen Monaten ein bisschen was zurücklegen. Beziehungsweise, wir müssen immer was zurücklegen, wir müssen ja auch Steuern zahlen und so weiter. Aber in manchen Monaten bleibt ein bisschen mehr hängen, in anderen Monaten ein bisschen weniger. Aber mittlerweile zahlt quasi vor allem YouTube diese Reise. Genau. Also wichtig zu sagen ist vielleicht auch, dass wir relativ günstig leben. Also zu reisen an sich kann teuer sein. In unserem Fall ist es aber nicht immer unbedingt, da wir mit dem eigenen Auto reisen und einfach viele Kosten wegfallen, die wir hätten, wenn wir zum Beispiel irgendwo in Deutschland wohnen würden, eine Miete zahlen würden und so weiter. Also unsere Lebenshaltungskosten sind, ich würde sagen, vergleichsweise niedrig. Ja. Und deswegen können wir uns das bezahlen. Was genau wir verdienen, das können wir auch gerne mit euch teilen, das machen wir aber am Ende. Genau. Vielleicht sollten wir jetzt erstmal damit anfangen, sagen wir haben noch keinen YouTube-Kanal. Wie fängt man überhaupt an und was ist überhaupt die Hürde, damit man Geld damit verdienen kann? Also genau, also erstmal, damit man bei YouTube Geld verdient, es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten. Wir reden jetzt von der Möglichkeit 1, die ist, dass YouTube Werbung in deinen Videos schaltet und du bekommst Geld von YouTube. Möglichkeit 2 ist, dass du Kooperation machst, da kommen wir aber dann am Ende dazu. Wenn du jetzt einen YouTube-Kanal startest, dann musst du ja erstmal gewisse Voraussetzungen erfüllen. Du musst 1000 Abonnenten haben und deine Videos, die öffentlich sind, müssen insgesamt 4000 Stunden Wiedergabezeit generiert haben. Pro Monat? Genau, pro Monat. Und wenn du diese Hürde quasi genommen hast, dann kannst du Teil des YouTube-Creator-Programms werden. Genau, und erst dann kriegst du quasi Geld dafür. Genau, dann meldest du dich da an, dann musst du dann irgendwie noch so Formulare ausfüllen und so weiter, irgendwelchen US-Steuerkram und so, alles, was dazugehört. Und ab dem Zeitpunkt zahlt dir dann YouTube einen gewissen Betrag für die Werbung, die in deinen Videos läuft. Die du übrigens, ich glaube, die Frage kommt auch immer mal wieder, die YouTube schaltet da einfach irgendwas rein. Also das ist nicht so, dass irgendwie YouTube uns fragt, welche Werbung wollt ihr da haben, sondern YouTube macht da einfach Werbung, die zu den Leuten passt, die diese Videos gucken. Beziehungsweise jeder Mensch, der die Videos guckt, kriegt eine eigene Werbeangebot. Also das Einzige, was du als Creator machen kannst, was wir auch gemacht haben, ist, dass du kannst in den Einstellungen entscheiden, welche Sachen du ausschließen möchtest. Also wir haben zum Beispiel, bei uns haben wir, glaube ich, Sachen wie politische Werbung, ich glaube Abnehmprodukte, irgendwie so ein Krypto-Finanzkram haben wir ausgeschaltet, weil wir nicht wollen, dass dass unsere Videos auch mit irgendwelchen so shady Sachen assoziiert werden. Genau. Das kann man, aber wir können nicht im Speziellen sagen, wir wollen jetzt, dass, keine Ahnung, VW-Werbung läuft für unserem Video oder so. So geht es nicht. Das ist ja ein ganz anderes, komplexes Thema, aber das kommt ja immer auf den zuschauende Person an. So, die Werbung ist ja auf dich zugeschnitten. Wenn du jetzt die Hürde genommen hast, dass Werbung geschaltet wird, dann bekommst du ja einen gewissen Betrag an Geld. Dann kriegst du quasi allein dadurch, dass du YouTube-Videos machst und diese Videos halt, du musst halt weiterhin diese Kriterien erfüllen. Ich glaube, wenn du unter 4000 Stunden rutschst, dann kriegst du auch kein Geld mehr, oder? Also ist auf jeden Fall egal, aber auf jeden Fall kriegst du dann dafür, dass du bei YouTube Video hochlädst, ohne dass du irgendwas extra dafür machen musst, kriegst du dann halt monatlich einen Betrag von Google für die Werbung, die halt in deinen Videos geschaltet wird. Genau, und der berechnet sich aus einem bestimmten Wert, und zwar ist es der sogenannte, auf Deutsch heißt es Tausender Kontaktpreis, dass du pro 1000 Klicks bekommst du eine bestimmte Summe an Geld. Bei uns ist es gerade irgendwie sehr schwankend. Wir haben Videos, da bekommen wir pro 1000 Klicks 4 Euro. Dann haben wir Videos, da bekommen wir pro 1000 Klicks haben wir auch schon mal 12 Euro bekommen. Das ist von vielen Faktoren abhängig, unter anderem davon, in welcher Nische du unterwegs bist. Also wenn du zum Beispiel, was ich so gehört habe, ist, dass wenn du jetzt in der Gaming-Nische unterwegs bist, da bekommst du viel weniger Geld für 1000 Klicks, als wenn du jetzt zum Beispiel in der Finanzbranche unterwegs bist. Wenn du Finanzvideos machst, da habe ich schon gehört, bekommst du irgendwie teilweise 15 bis 20 Euro oder so, was extrem viel ist.
Aber bei uns ist es, wie gesagt, teilweise 4 Euro, teilweise 12 Euro. Hängt auch zum Beispiel vor Weihnachten, steigt dieser Wert auch stark an, weil da die Kaufkraft einfach höher ist und die Werbeindustrie einfach mehr Geld zur Verfügung stellt. Und daran, genau, und berechnet sich das. Und wenn man jetzt, kann man das jetzt hochrechnen, wenn du 10.000 Klicks, 20.000 Klicks hast, dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen, was man da quasi an Geld bekommt. Genau, das hängt natürlich, also das ist halt wie bei allem, ne? Das hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab, auch von der Länge deiner Videos. Wenn du jetzt 2 Minuten Videos machst oder 20 Minuten oder 40 Minuten Videos, da kann natürlich entsprechend mehr oder weniger Werbung geschaltet werden und so weiter. Aber genau, am Ende ist es dann so, dass du quasi jeden Monat einen gewissen Betrag, der sich übrigens immer ändern kann, also das ist kann steigen und fallen, je nachdem, wie du halt performst. Genau, das ist halt so das Ding, man hat halt in dem Sinne kein festes Einkommen. Also du kriegst nicht jeden Monat deine so und so viel Euro auf dein Konto überwiesen, sondern das schwankt halt, was natürlich cool sein kann, wenn mal ein Monat richtig gut ist und einfach richtig durch die Decke geht, dann kriegst du halt dementsprechend mehr. Aber wenn es halt einstürzt, und das kann jederzeit passieren, dass auf einmal der Content vielleicht nicht mehr relevant ist, dann kriegst du halt auch nicht mehr so viel Geld. Das ist halt nicht irgendwie geregelt oder sicher, aber was ist schon sicher. Und ich glaube, da kommen wir gleich mal direkt zum nächsten wichtigen Thema. Wenn man Geld über YouTube verdient, dann ist das leider nicht einfach Free Money, den man so überwiesen bekommt, sondern je nachdem, wo man wohnt und wie man es macht, ist man ja steuerpflichtig, wir auch. Und wir haben eine GbR angemeldet, also ein Unternehmen. Und über dieses Unternehmen rechnen wir die YouTube-Einnahmen ab, die wir dann hinterher ganz normal versteuern müssen. Also wir zahlen ganz normal Steuern in Deutschland. Genau, wir sind seit 2 Jahren jetzt schon also eigentlich nicht in Deutschland, aber unser Gewerbe ist nach wie vor in Deutschland gemeldet. Wir sind nach wie vor in Deutschland gemeldet. Wir zahlen ganz normal in das ganz normale Steuersystem ein, so wie alle anderen. Es ist eigentlich so, als ob wir in Deutschland leben, nur dass wir halt gerade nicht da leben. Es gibt da auch andere Möglichkeiten und andere Schlupflöcher, aber die nehmen wir halt, wie gesagt, nicht wahr. Sobald man anfängt, mit YouTube Geld zu verdienen, bei uns ich habe mal geguckt, an unserem ersten Tag, an dem wir monetarisiert waren, haben wir, glaube ich, 6,23 Euro verdient oder so. An einem Tag. An Sonntag, oder? Also wo ein Video rauskam, genau, wo natürlich mehr Traffic auf dem Kanal ist. Genau, und ab dem Moment musst du halt dann dein Gewerbe anmelden. Dann musst du zum Amt gehen und dann wirst du beim Finanzamt registriert und dann musst du dementsprechend Steuererklärung machen und so weiter, den ganzen Bums. Genau, also es ist halt, also am Ende ist ein YouTube-Kanal, mit dem du Geld verdienst, ist ein Unternehmen. Kann man sagen. Also egal wie cool das aussieht, das ist halt kein langweiliges Bürounternehmen oder was auch immer. Es sieht halt viel cooler aus, aber auf dem Papier bist du einfach ein Unternehmen. Ja, genau. Du hast halt alle Rechte und Pflichten, die halt damit einhergehen. Genau, also wir sind jetzt beide, kennen uns jetzt nicht so gut aus mit dem Thema Steuern und so weiter. Wir haben da eine sehr kompetente Steuerberaterin, die uns da unterstützt. Deswegen können wir jetzt auch nicht genau sagen, wie viel Steuern wir genau zahlen oder sowas. Ja, das hängt ja dann auch wieder stark davon ab, wie du das irgendwie, was du für Ausgaben hast und so weiter. Das ist sehr individuell. Genau, aber also wir zahlen ganz normal Steuern in Deutschland. Was vielleicht noch interessant ist, ist, dass wenn du diese Schwelle erreicht hast mit deinem YouTube-Kanal, dass du monetarisiert bist, dass du für deine Videos bezahlt bist, dann gibt es aber nochmal eine Auszahlungsschwelle. 70 Euro, glaube ich, oder so. Genau, also du musst quasi erstmal einen gewissen Betrag erreichen, bis du das von YouTube ausgezahlt bekommst. Und ich glaube, wir waren in den ersten Monaten auch nur knapp drüber. Also als ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, dass unser erster Auszahlungsmonat waren dann irgendwie so 80 Euro. Von da aus kann man ja eigentlich jetzt mal weitergehen, wie es dann weiterging mit unserer finanziellen YouTube-Karriere. Das war dann so im nächsten Monat, waren es dann, keine Ahnung, meinetwegen 110 Euro vielleicht oder so. Das ging sehr, sehr langsam am Anfang. Das ist ja auch so das Ding, je mehr Videos du online hast, desto größer ist der Pool von Videos, die halt Klicks generieren können. Manche Videos wachsen halt über die Zeit auch noch weiter, weil das vielleicht Themen sind, die einfach nicht an Relevanz verlieren. Also je mehr Videos du online hast, desto mehr Videos spielen halt in diesen Pool, in diesen Money Pool halt ein. Und ja. Und wann war das erste Mal, dass wir davon leben konnten? Na, ich glaube, also wir sind dann im Frühling 2021 losgefahren.
sind ein bisschen durch Europa getingelt, also durch Westeuropa. Dann sind wir nochmal nach Hause gekommen, weil wir nochmal arbeiten mussten mit unserer Filmproduktionsfirma, weil wir halt nicht von YouTube gelebt haben, sondern weil wir halt Filmproduktion gemacht haben. Wir haben Aufträge gemacht und dann kamen wir im Herbst 2021 nochmal für 2-3 Wochen nach Hause, haben richtig viel gearbeitet, haben ganz viele Projekte geshootet, die wir dann mitgenommen haben auf unsere Reise. Und ich glaube, als wir dann wieder losgefahren sind, dann hatten wir noch diese ganzen Aufträge, die wir abgearbeitet haben. Also da hatten wir dann noch so ein Polster. Und da haben wir uns aber gesagt, wir fahren jetzt los und wir kommen jetzt nicht in 2 Monaten wieder zurück. So, wir wollen das jetzt irgendwie schaffen, dass wir uns von unterwegs finanzieren können. Ich glaube, das war so der Punkt, da hatten wir so um die 600 oder 700 Euro im Monat verdient, was halt weit unter dem war, was wir an Ausgaben hatten. Ich glaube aber, da haben wir gesagt, so irgendwie können wir gerade so ein bisschen absehen, wo das hingeht. Und wir haben eben diesen angesparten Puffer. Wann ist der bessere Zeitpunkt als jetzt, das einfach zu versuchen. Genau. Und dann sind wir halt einfach losgefahren. Wir sind dann einmal durch Osteuropa bis in die Türkei und nach Georgien gefahren und halt quasi ohne Rückfahrdatum. Also ohne, dass wir wussten, okay, wir müssen jetzt dann und dann wieder da sein, weil wir da wieder arbeiten müssen, sondern wir haben halt gesagt, wir probieren das jetzt mal. Und da hatten wir auch einfach Glück, glaube ich, dass es auch tatsächlich dann immer weiter gewachsen ist. Es lag vielleicht schon daran, dass wir halt dann unterwegs waren, dass wir halt auch in, ich sag mal, spannendere Länder gefahren sind, dass wir halt einfach irgendwie mehr erlebt haben und nicht nur uns in einem kleinen Radius um Deutschland rum bewegt haben. Aber ab dem Moment ist der Kanal ziemlich gut gewachsen. Wir hatten sehr konstant gute Klicks und die Einnahmen sind gestiegen und irgendwann in diesem Herbst 2021 haben wir dann das erste Mal, glaube ich, mehr verdient, als wir für die Reise ausgegeben haben. Ich glaube, es war im Oktober in Rumänien. Da war, glaube ich, die erste Auszahlung, wo wir wirklich deutlich mehr eingenommen haben, als wir in dem Monat ausgegeben haben. Und da sprechen wir von... Ich glaube, das waren 1.700 Euro oder so. Also schon eine gute Summe, aber halt eben... Also um damit zu reisen. Um damit zu reisen, ja. Gute Summe, ja. Genau. Ja, und seitdem... hat sich ja eigentlich so in dem Sinne nicht viel geändert. Also wir reisen ja immer noch, wir haben ja immer noch ähnlich geringe Ausgaben und können uns halt nach wie vor halt das damit finanzieren. Aber wir reden jetzt hier gerade immer noch von AdSense, also von dem, was Google uns zahlt, dafür, dass wir Videos machen. YouTube gehört nämlich zu Google, also für alle, die das nicht wissen. Google hat YouTube vor langer Zeit schon gekauft und man bekommt das Geld von Google. Aber es gibt ja auch noch eine weitere Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Und das ist eigentlich auch die Möglichkeit, mit der man eigentlich auch mehr Geld verdienen kann oder die man auch in gewisser Weise auch mehr beeinflussen kann als diese YouTube-Werbeeinnahmen. Und zwar ist es, dass man Kooperationen macht, Werbepartnerschaften, Sponsorings oder Ähnliches mit Unternehmen. Also das sieht in der Regel so aus, dass man... Das habt ihr alle schon mal gesehen wahrscheinlich, wenn ihr auf YouTube unterwegs wart. Als Creator bekommt man dann ein Produkt zugeschickt und man wird dafür bezahlt, dass man eben dieses Produkt in den Videos zeigt, erwähnt, vorstellt oder teilweise ganze Videos drüber macht, je nachdem, was man da für einen Deal macht. Und ja, das Ganze läuft eigentlich in der Regel so ab. Wir haben am Anfang öfters auch Unternehmen angeschrieben, die Produkte haben, die wir cool fanden. Von denen wir gesagt haben, die Produkte interessieren uns, die können wir uns gut vorstellen, selber zu benutzen und die Produkte passen halt auch zu unserer Audience. Oder die Unternehmen schreiben einen halt selber an, wie das mittlerweile ja bei uns auch in der Regel der Fall ist, dass man halt eine E-Mail bekommt von Unternehmen XY, die sagen, ja, wir haben euren YouTube-Kanal gefunden und wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten. Das ist unser Produkt und ja, was kostet das? Genau. Bei euch. Und dann geht's halt, am Ende ist das alles, was dann kommt, auch einfach eine ganz normale Preisverhandlung. Es geht natürlich auch in diesem Fall viel darum, ob das Unternehmen wirklich zum Kanal passt. Und da haben ja beide Seiten ein Interesse dran. Die Unternehmen wollen meistens als ersten Schritt immer erstmal unsere Insights sehen. Also wollen wissen, wer sind die Leute, die unsere Videos schauen, wie alt sind die, wo wohnen die und so weiter, wie lange schauen die Videos und wie viele Leute schauen überhaupt. Wie viele Leute schauen und so weiter. Und wir gehen dann in die YouTube Analytics. Beim YouTube hat er wirklich ein sehr gutes System. Man kann wirklich alles Mögliche nachschauen auf dieser Analytics-Seite. Und haben daraus dann
etwas zusammengestellt, das nennen wir unser Media Kit. Also das ist ein PDF-Dokument, wo wir halt diese ganzen Infos in Screenshots und Stichpunkten und Texten und was auch immer halt alles irgendwie reinpacken, was so relevant das ist. Irgendwie nochmal, das ist schön gemacht, da sind ein paar Fotos von uns drin, da steht drin, dass wir YouTube und Instagram machen. Wer wir sind und so weiter. Was ist auch der Ziel von unseren Social-Media-Kanälen, wen Das erreichen Ziel. wir und so weiter. Ja. Genau, und unsere Preise stehen da auch drin. Und das schicken wir dann dem Unternehmen. Und wir hatten auch schon mal den Fall, dass ein Unternehmen dann gesagt hat, nee, danke, aber wir haben uns die Insights angeschaut, das passt leider gar nicht zu unserer Zielgruppe, weil das Unternehmen, in dem Fall war das, glaube ich, dass sie eigentlich an ältere Frauen sich gerichtet haben und wir halt mehr Männer als Frauen zum Beispiel jetzt hatten und dass es deswegen nicht gepasst hat. Die Zielgruppe einfach nicht gepasst. Genau, und das ist ja dann auch gut, dass man sowas vorher abklären kann, weil es ist ja im Interesse beider Parteien, dass halt so eine Werbung auch funktioniert. Als nächster Schritt wird dann halt ein Preis ausgehandelt. Da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass es gibt da natürlich auch verschiedene Modelle. Als wir noch kleiner waren oder auch viele kleinere Accounts machen häufig sowas, das nennt man Barter-Deals, also dass man quasi von einem Unternehmen ein Produkt gestellt bekommt und das als Gegenleistung dann quasi dieses Produkt zeigt, aber dass da kein Geld im Spiel ist. Das ist quasi Ware gegen Dienstleistung. Genau. Das ist was wir nicht mehr machen, einfach weil wir mittlerweile eine Reichweite haben, die einfach Geld wert ist. Von der wir wissen, was sie wert ist. So. Und, genau, und mittlerweile ist es jetzt so, dass wir ein Produkt zugeschickt bekommen und wir werden dafür bezahlt. Also wir zahlen das Produkt nicht selber, sondern wir bekommen das gestellt und bekommen noch Geld dafür, dass wir eben, bei uns ist es in der Regel auf YouTube so, dass wir 60 Sekunden Werbeintegration machen und wir bekommen das Geld dafür, dass wir quasi diesem Unternehmen diese 60 Sekunden in unserem Video zur Verfügung stellen. Wie eine Werbefläche quasi. Ja. Das ist, wie man früher Plakate auf eine Plakatwand geklebt hat. Oder eine Kinowerbung oder Fernsehwerbung oder so. So ist es halt auch auf YouTube. Also es ist, finde ich, immer wieder, auch jetzt, nachdem wir das schon... Seit wann machen wir denn Kooperation? Eigentlich ist es seit einem Jahr erst ungefähr. Ja. Aber auch jetzt nach einem Jahr finde ich es immer noch eigentlich, also diesen Gedanken immer noch krass, dass wir halt wirklich Sachen kostenlos, geschenkt, kostenlos bekommen und dann noch Geld dafür bekommen, dass wir halt diese Sachen zeigen. Und das ist auch extrem crazy ja irgendwo. Andererseits muss man halt ja auch bedenken, dass also wir verkaufen ja quasi die Reichweite, die wir uns aufgebaut haben. Also ich würde schon sagen, dass diese Preise und das alles schon gerechtfertigt ist, weil es gibt ja auf jeden Fall eine Gegenleistung. Und Social Media Marketing ist ja auch einfach sehr attraktiv für Unternehmen, weil es ja einfach eine sehr persönliche Form des Marketings ist. Ja. Und so weiter. Aber trotzdem finde ich irgendwie manchmal ist es ja schon crazy, was wir halt dadurch halt alles möglich gemacht bekommen. Ja, also das stimmt. Ja, und genau, da ist jetzt das Interessante, wie viel Geld bekommt man überhaupt dafür? Und das war auch für uns am Anfang so ein Mysterium, bis wir herausgefunden haben, wie man das sehr gut berechnen kann. Und da gibt es was, das nennt sich auf Deutsch Tausender Kontaktpreis. Und das heißt einfach, man legt einen bestimmten finanziellen Wert fest für 1000 Klicks, die man generiert. Und bei YouTube ist es bei uns in der Regel, würde ich sagen, so zwischen 30 und 50 Euro pro 1000 Klick. Genau, also wir setzen eigentlich immer bei 50 Euro TKP an. Das funktioniert dann so, dass quasi, wenn ein Unternehmen auf uns zukommt, dann schreiben wir in unser Media Kit direkt den Preis rein, den wir uns vorstellen. Ein bisschen Verhandlungsspielraum natürlich noch mit oben drauf. Aber wir gucken dann quasi, was sind so unsere aktuellen durchschnittlichen Klicks. Die ändern sich ja auch immer. Meistens nehmen wir die letzten 5 Videos, rechnen aus, was ist da so der Durchschnitt und rechnen das dann mal den 50er TKP. Also sagen wir jetzt mal, wir haben im Schnitt 35.000 Klicks, dann rechnen wir 35 mal 50 und das, was da am Ende rauskommt, das runden wir dann vielleicht noch ein bisschen auf und dann schreiben wir das so ins Media Kit als unsere Preisvorstellung. Genau. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie gut verhandelt man und wen hat man gegenüber sitzen. Also das ist natürlich auch ein Riesenunterschied, ob da jetzt ein großes Unternehmen sitzt, was halt einfach ein enormes Marketingbudget hat oder ob da halt irgendwie so ein kleines Start-up ist, die halt einfach da anders aufgestellt sind und das berücksichtigen wir natürlich auch. Wobei man auch da sagen muss, dass es teilweise auch Großunternehmen gibt, die trotzdem rumgeizen, weil sie einfach wissen, dass sie
Leute extrem krass drücken können und dann wenig zahlen wollen. Und es gibt auch kleinere Unternehmen, die aber sagen, hey, wir wissen, was es wert ist und wir wollen euch fair bezahlen und dann teilweise besser bezahlen. Aber ja, am Ende ist es immer eine Verhandlungssache und da gibt es dann ganz unterschiedliche Geschichten. Teilweise akzeptieren die Unternehmen dann einfach unsere Preise, ohne nochmal nachzufragen, was dann extrem cool ist für uns. Oder wo wir uns dann auch hinterher so denken, so hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr Geld verlangen sollen. Und dann gibt es aber auch Unternehmen, die dann so super frech werden und dann irgendwie die Hälfte von dem bezahlen wollen oder so. Und dann macht man halt ein Gegenangebot und entweder trifft man sich dann irgendwo oder das Unternehmen macht halt so unterirdische Vorschläge, dass man einfach sagt, ja dann nicht. Dann ist es einfach, in der Zeit können wir auch eine andere Kooperation machen, die mehr Geld bringt. Also dann ist es am Ende dann irgendwie halt eine wirtschaftliche Entscheidung teilweise. Je nach Unternehmen halt, ja genau. Also das ist ja alles wieder sehr individuell dann zu betrachten. Aber genau, so läuft es dann eigentlich ab. Genau, und dann kriegen wir halt das Produkt, dann testen wir das Produkt. Wir hatten tatsächlich einmal die Situation, dass wir ein Produkt zugeschickt bekommen haben. Wir haben alles schon geklärt, das Unternehmen hat richtig gut bezahlt. Sehr, sehr gut bezahlt. Und dann haben wir dieses Produkt empfangen und getestet und dann haben wir gemerkt, das ist einfach nichts. Das hat halt nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und wir hatten nicht das Vertrauen darin, dass halt dass es einfach nur ein Fehler bei dem Einzelprodukt war, sondern das System hat einfach nicht funktioniert. Und dann haben wir halt gesagt, sorry, aber wir können das nicht guten Gewissens empfehlen, weil wenn wir das den Leuten empfehlen, dann kaufen die sich das, weil wir gesagt haben, dass es gut ist und dann ist es nicht gut und dann am Ende stehen wir da mit unserem Namen dahinter und dann sind die Leute enttäuscht und vertrauen uns halt dann nicht mehr und das ist dann einfach doof. Ja, das ist ja auch genau. Also es ist doof für uns und es ist auch doof für die Leute, die deswegen uns gekauft haben. Das ist ja irgendwie auch dann eine moralische Frage. Voll, eben. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, was man halt einfach auch lernt oder was heißt, man lernt es, aber das ist einfach für uns wichtig, dass wir halt alles, was wir bewerben, auch mit gutem Gewissen weiterempfehlen können. Also, dass wir keine Angebote annehmen von Firmen, mit deren Werten wir zum Beispiel nicht konform sind oder von Produkten, von denen wir wissen, dass die nicht gut sind oder sowas, dass man halt auch guckt, dass es halt auch passt. So, das ist ja extrem wichtig, dass es halt die Produkte zu uns passen, das Unternehmen zu uns passt und dass man sich da jetzt nicht irgendwie kaufen lässt und dann irgendwie nur aufs Geld guckt und wenn da halt ein Unternehmen richtig gut zahlt und das dann ein Auge zudrückt, obwohl das vielleicht eigentlich obwohl das nicht passt oder obwohl die Werte, die das Unternehmen vertritt, eigentlich kacke sind oder so. Aber das ist ja was, wo wir eigentlich ja auch kein Problem mit haben, dann Nein zu sagen, abzusagen, weil das uns halt auch wichtig ist. Ja, wir hatten jetzt ja gerade zum Beispiel wieder eine Anfrage von einem Unternehmen, was halt sehr groß ist und was aber einfach richtig unterirdische, sehr bekannte Marke. Ja, und richtig unterirdische Werbekampagnen hat, die total sexistisch und rassistisch sind und wo wir einfach direkt gesagt haben, nein, wir wollen nicht mit diesem Unternehmen assoziiert werden, egal, also unabhängig davon, ob das Produkt gut ist oder nicht, weil das Produkt ist gut, aber wo wir halt einfach nicht dahinter stehen wollen. Und genau. Und also von den Anfragen, die wir kriegen, lehnen wir halt auch sehr viele ab. Also man muss auch sagen, man bekommt ab einer gewissen Reichweite schon sehr, sehr viele Anfragen, aber der überwiegende Teil davon ist halt ehrlich gesagt Schrott. Also es sind viele irgendwie auch billige Produkte dabei oder Produkte, die gar nicht zu uns passen. Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel mehr, was weiß ich, Doch, wir haben eine Anfrage für so eine Massagepistole bekommen, so ein Ding mit so einem runden Bummel dran. Das ist so geil. Ich voll gerne. So auf auf deine Muskeln, um die zu entspannen und so. Und das ist halt sowas, das hat einfach mit unserem Content einfach gar nichts zu tun. Also selbst wenn wir das Ding cool finden, das macht halt keinen Sinn, dafür Werbung zu machen. Für sowas. Genau, aber da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, was Produkte angeht. Wir haben uns das am Anfang ja auch so vorgestellt und das ist, glaube ich, bei den meisten Leuten so, man denkt ja, man bekommt dann immer alles geschenkt und voll geil, alles umsonst. Aber wo wir dann nochmal beim schönen Thema Steuern wären, man muss die Produkte am Ende auch versteuern. Also wenn wir jetzt ein Produkt für 1.000 Euro bekommen, dann müssen wir am Ende bei der Steuer angeben, dass wir quasi diese 1.000 Euro eingenommen haben, die das Produkt wert ist. Was auch wieder ein Grund ist für uns, oder eigentlich ein Grund sein sollte für jeden Creator, zu sagen, dass man halt diese sogenannten Barter-Deals, muss man sich gut überlegen, ob man das macht. Weil wenn du jetzt halt ein Produkt für 1.000 Euro geschenkt bekommst, denkst du erstmal, geil, 1.000 Euro gespart, aber am Ende zahlst du dann drauf, weil du musst nämlich die Steuern dafür zahlen. Das ist halt auch ein Grund dafür, eben nicht nur das Produkt zu nehmen, sondern auch
noch mehr Geld zu verlangen, abgesehen davon, dass man ja auch seine Reichweite verkauft, aber das muss man halt auch im Hinterkopf behalten, weil wir da auch schon gehört haben, dass es da wohl teilweise Finanzämter in Deutschland gibt, die mittlerweile auch wissen, was Influencer-Marketing ist. Also auch, wenn man es nicht glaubt, aber es scheint wirklich so zu sein. Und die dann gezielt auch danach gucken, was haben denn die Influencer XY jetzt in ihren Videos gezeigt. Und wenn es dann in der Steuer nicht auftaucht, dann wird halt nachgefragt. Und am Ende ist es halt Steuerhinterziehung. Wenn du es nicht angibst, dann hast du ein Problem. Ja, eben. Wussten wir auch am Anfang nicht, was dann halt sind Sachen, die man halt einfach auch im Kopf behalten sollte. Genau. Aber ja, also zum Thema Kooperationen, also wir haben jetzt ja gerade von YouTube gesprochen, wobei sich das jetzt eigentlich mit Instagram abgleicht. Die Herangehensweise. Vielleicht, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, ne? Aber wir haben ja die ganze Zeit über YouTube AdSense geredet. Instagram, on the other hand, zahlt dir keinen Cent dafür, dass du einfach Beiträge hochlädst. Also das ist halt bei YouTube, verdienst du ab einem gewissen Punkt ja wirklich einfach nur dafür, dass du halt Sachen teilst, und wenn die gut geklickt werden, dann kannst du auch gut davon leben irgendwann, wenn du halt ein großer Kanal bist. Auf Instagram kannst du so groß sein, wie du willst, selbst wenn du 1 Million Klicks hast, 1 Million Abos hast und dein Content sonst wie geklickt wird, du kriegst dafür nichts von Instagram. Und das ist halt der ganz große Unterschied zwischen diesen beiden Plattformen. Ja. Also ja, YouTube hat auch seine Fehler und es läuft auch nicht alles perfekt, aber man kann schon sagen, dass YouTube die Creator mehr respektiert. Ja. Genau, das ist so ein, glaube ich, was viele Leute auch nicht wissen, die nicht selber Sachen, also so als Creator unterwegs sind. Genau, also das ist halt, auf Instagram musst du halt Werbung machen, also Kooperation machen, um halt Geld zu verdienen, weil du halt über die Plattform an sich nichts bekommst. Genau, und dieses ganze Kooperationsdings läuft dann bei Instagram genauso, wie wir das jetzt eigentlich bei YouTube beschrieben haben. Wir sind da, wie gesagt, nicht ganz so aktiv oder haben da jetzt nicht so viel Erfahrung, aber von dem, was wir so von unseren FreundInnen aus dieser Szene mitkriegen, ist das ähnlich, nur dass die Preise, glaube ich, etwas niedriger sind. Weil Instagram ja auch eine viel schnelllebigere Plattform ist. Also die YouTube-Videos, die wir hochladen, erstens werden die ja mindestens über eine Woche oder 2 aktiv viel geklickt und teilweise auch noch länger. Und die bleiben ja auch online, das steht ja auch im Vertrag, dass die Videos auch für eine gewisse Zeit online bleiben müssen. Auf Instagram, wenn du Story-Werbung machst, ist sie nach 24 Stunden wieder weg. Vertrag ist auch ein gutes Thema. Weil natürlich jede Kooperation auch mit einem Vertrag geregelt sein sollte. Also das ist der seriöse Weg. Einfach um dich als Creator, aber auch um das Unternehmen abzusichern, weil man nämlich dann ein Briefing bekommt und in dem Briefing steht drin, was man über das Produkt sagen soll und oft auch, was man nicht über das Produkt sagen soll. Und das sind einfach gewisse Richtlinien, die man halt erfüllen muss. Und wenn man keinen Vertrag hat, dann kann man halt am Ende ein Problem bekommen. Wenn man zum Beispiel jetzt ein Video macht und es underperformt, hat halt viel weniger Klicks als sonst, könnte es ja passieren, dass das Unternehmen dann hinterher kommt und sagt so, ja, das hat nicht so viele Klicks bekommen, wir zahlen dir weniger Geld. Wenn man den Vertrag hat, wo drin steht, wie viel Geld man bekommt, für welche Leistung, dann ist es ganz klar. Genau, also eigentlich alle seriösen Kooperationen, die wir haben, also das sind ja alle, also wir haben eigentlich immer einen Vertrag. Ja. Genau. Ja, und am Ende kann man dann natürlich auch selber beeinflussen, wenn das Angebot da ist, wie viele Kooperationen man machen will. Ob man auf YouTube sind wir natürlich dadurch, dass wir einfach nur jetzt alle 2 Wochen hochladen, ja einfach auch beschränkt. Also wir können ja dann nur alle 2 Wochen eine Kooperation machen. Aber auf Instagram, wo man ja theoretisch jeden Tag was posten kann oder wo wir auch jeden Tag was posten, kann man, wenn man die Möglichkeit dazu hat, natürlich ja auch jeden Tag theoretisch eine Werbung machen. Da muss man halt dann selber gucken, was macht Sinn, und man möchte ja auch nicht nur noch Werbung teilen, weil die Leute ja nicht wegen der Werbung bei dir auf dem Kanal sind, sondern halt wegen dem, was du sonst machst. Ja. Da muss man, glaube ich, für sich selber so einen Weg finden. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es halt gerade am Anfang, wenn du anfängst als Creator Werbung zu schalten, dann wird es immer Leute geben, die rummeckern und sagen, jetzt fängst du auch an mit Werbung, bla bla bla. Du warst so cool und jetzt bist du auch wie alle anderen. Ich weiß nicht, es gehört halt dazu, das ist halt irgendwie, die Leute können kostenlos die Inhalte konsumieren, dafür kann man sich ein bisschen Werbung angucken. Man sollte halt für sich selber, man sollte die Leute nicht zuspammen. Man sollte es nicht übertreiben. Wenn man jetzt irgendwie jeden Tag Instagram-Story-Werbung macht und man hat sonst aber auch nur 3 Stories drumherum, dann ist es klar, dass die Leute irgendwann genervt sind, wenn quasi Werbung und anderer Inhalt 50-50 ist jeder Tag. Genau, und halt auch, was ja dann auch wieder da reinspielt, ist halt, wenn die Werbung wirklich interessant für die Leute ist, wenn es halt Sachen sind, von denen du weißt, die passen auf meine Community, wird das, glaube ich, auch nochmal anders aufgenommen, als wenn du jetzt für
alles mögliche Werbung machst und die Leute sich denken so, hä? Man macht da jetzt Werbung für Schuhcreme. Ja, genau. Aber dann können wir ja gerade da nochmal drauf eingehen, was ja auch viele interessiert, so ab wann macht man denn Kooperationen? Weil wir haben ja gerade schon festgestellt, dass man auf YouTube ja auch nicht von Anfang an Geld kriegt über AdSense, über die Werbeeinnahmen, sondern dass man sich da auch ja erstmal was aufbauen muss. Und ab wann kann man denn Kooperationen machen? Also ich würde sagen, es gibt so unterschiedliche Stufen, also haben wir zumindest bei uns festgestellt. Und zwar ist es so, unter 10.000 Abonnenten haben wir viele so Schrottanfragen bekommen, sage ich jetzt mal ganz gemein, von irgendwelchen Billigprodukten, die, keine Ahnung, Taschenlampen oder irgendwelche beheizten Schlafsäcke oder Schlaf mich tot, keine Ahnung, so komische Sachen, die wir nicht gebrauchen konnten und ja, die uns auch nicht interessiert haben. Die Unternehmen, die wollten dann, dass wir kriegen das Produkt kostenlos geschenkt und dafür sollen wir es im Video zeigen, ohne weiteres Geld. Oder teilweise haben die auch richtig freche Anforderungen, dann, dass du dann den Produktnamen in deinen Videotitel machen sollst. Ein 10-Minuten-Video nur darüber, über dieses Produkt. Also so ja. Ja. Und ich glaube, so ab dem Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr, ob es so 10.000 oder 15.000 Abonnenten waren, aber da gab es dann so einen Zeitpunkt, wo dann seriösere Anfragen kamen von größeren Unternehmen, die wir halt auch selber schon kannten, privat, von denen wir auch gesagt haben, die sind cool. Die Produkte haben wir uns auch selber gekauft. Und das waren dann halt auch die seriösen Anfragen, wo es dann richtig um Vertrag ging, die uns auch bezahlen wollten, mit denen wir dann richtig in eine Verhandlung reingegangen sind. Ja. Aber ich glaube, das ist halt auch sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch so diese. Ja, und es gibt ja auch dieses sogenannte Mikro-Influencer-Tum, sage ich mal, dass man so Influencer mit 10.000 oder weniger, dass da auch Unternehmen sagen, das ist irgendwie was wert, wir zahlen denen nur ganz wenig Geld. Dafür können wir ganz vielen Leuten quasi was zahlen und das halt weiter spreaden. Genau. Ja. Und dann gibt es halt die größeren Accounts, wo dann halt einfach völlig klar ist, dass da halt Geld fließen muss, weil man halt so seine Reichweite verkauft. Aber was halt ein cooler Weg ist für so kleinere Accounts, sind halt Barter-Deals. Also das haben wir haben es ja auch einmal gemacht, am Anfang, als wir noch unter 10.000 waren. Das ist auch ein Partner, mit dem wir immer noch zusammenarbeiten. Mittlerweile sind das halt bezahlte Kooperation. Aber was ja am Anfang, wenn du noch nicht so viel Reichweite hast, ja ganz cool ist, weil du kriegst ja ein Produkt, was du im besten Fall ja auch wirklich gerne haben willst. Klar, immer im Kopf behalten, du musst dieses Produkt auch noch versteuern, aber du kriegst es am Ende ja trotzdem kostenlos günstiger und das Unternehmen kriegt im Gegenzug Werbung kostenlos. Also es ist quasi so eine Win-Win-Situation und ich finde schon, dass das bei kleinen Accounts ja durchaus auch Sinn macht. Also wir haben uns ja auch voll drüber gefreut dann am Anfang, weil du ja noch nicht diese Alternative hast, du hast ja noch nicht die Option, da groß Geld mit zu verdienen und es ist ja so ein erster Einstieg in dieses ganze Kooperationsding. Ja. Genau, aber es ist schwer zu sagen, ab wann das so ist, aber ich würde sagen, so unter 10.000 Abonnenten, Da will ich noch mal kurz was zu sagen, und zwar, dass es auch ein Riesenirrtum ist, dass es immer nur um die Abos geht. Das ist, glaube ich, tatsächlich teilweise so, wenn wir jetzt bei Kooperation bleiben, die Firmen schauen schon erstmal darauf, wie viele Abos du hast. So, das ist auch was jeder normale Mensch, wenn man auf einen YouTube-Kanal oder einen Instagram-Account stößt, dann schaut man erstmal, oha, der hat 100 Abos oder der hat nur 3.000 Abos oder so. Aber das ist überhaupt nicht das, was ausschlaggebend ist am Ende. Auch mit YouTube, Werbeeinnahmen und so weiter. Am Ende zählt immer, wie viel Klicks hast du, was ist deine Reichweite. Weil von den Abos verdienst du am Ende nichts. Womit du am Ende was verdienst, sind halt die Klicks, die du bekommst. Ja, und da gibt es ja auch Accounts mit irgendwie 300.000 Abonnenten, aber dann trotzdem nur mit Videos, die teilweise 10.000 oder 20.000 Klicks haben. Umgekehrt ist es ja auch bei uns so, wir haben jetzt 35.000 Abonnenten, dass unsere Videos teilweise mehr Klicks bekommen, als wir Abonnenten haben. Ja. Genau, und das ist halt am Ende das, was zählt. Und die Abos sind natürlich irgendwo ein Weg, um halt irgendwie dem Account zu zeigen, dass man irgendwie ihm folgen will und dabei bleiben will und irgendwie sowas von Treue und was weiß ich. Und das ist ja auch fürs Ego irgendwie schön, wenn man irgendwie ein großer Account ist. Aber am Ende ist das nicht ausschlaggebend für das Finanzielle. Ja. Ich glaube, da können wir jetzt direkt zum nächsten Thema noch gehen, und zwar, wie viel Arbeit das Ganze ist. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was man da so alles machen muss. Und
ja, ich glaube, man vergisst oder man weiß so als außenstehende Person gar nicht, wie viel Arbeit da so tatsächlich dahinter steckt, weil es halt immer auch sehr leicht aussieht, wenn man Videos einfach nur guckt oder Fotos konsumiert. Aber tatsächlich kann Social Media sehr viel Arbeit sein. Ist es, glaube ich, auch für die meisten. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Creator gibt, für die es halt wirklich einfach nur nebenbei ist und die haben halt Glück und es funktioniert. Aber in der Regel, wenn man es ernst meint und auch irgendwie wachsen will, dann steckt man ja schon sehr viel Arbeit da rein. Ja. Also für uns, wir arbeiten auch, keine Ahnung, 5 Tage die Woche für diesen Kanal. Und dazu zählt natürlich halt die Videos zu drehen, dazu zählt zu planen und die Videos zu schneiden und so weiter. Am Ende ist es halt ein ganz normaler Job. Ja, stimmt. Ja, ich glaube, das vergessen echt immer viele Menschen, weil es ja auch, bei uns ist es jetzt nochmal was Besonderes, weil wir ja reisen. Wir sind ja eigentlich ein Reisekanal und viele Menschen das dann direkt mit Urlaub assoziieren, wobei das, was wir hier machen, halt wirklich kein Urlaub ist. Also erstmal ist es eine Langzeitreise, das ist auch nochmal was anderes, aber wir arbeiten halt und ja, das sieht von außen vielleicht häufig auch nicht so aus, aber ja, wie du gerade schon gesagt hast, da fließt ja einfach viel Arbeit in diese ganzen verschiedenen Schritte, auch diese ganzen Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben mit Kooperationen und so weiter, das passiert halt auch nicht einfach so. Also wie viele Stunden wir in der Woche vor dem Laptop verbringen, um E-Mails zu beantworten und hier rumzuhandeln und Content zur Abnahme zum Unternehmen zu schicken und sowas, das sind halt alles Sachen, die halt erledigt werden müssen und ja, also trotzdem können wir ja, glaube ich, beide sagen, dass uns dieser Job auch sehr viel Spaß macht und dass es natürlich eine krasse Möglichkeit ist und wir uns extrem glücklich darüber schätzen, dass wir das machen können, aber es ist halt am Ende ein Job und kein Hobby. Ja, und der hat seine guten und schlechten Tage, so wie jeder Job. Genau. Ja, wollen wir dann nochmal kurz, weil wir auch gerade über Reichweite und so geredet haben, nochmal drauf eingehen, wie man auf Social Media wächst? Weil das hatten wir auch, kriegen wir auch immer wieder Fragen zu. Ja, eine Frage, die uns ja auch selber immer wieder beschäftigt, die, glaube ich, jeden Creator beschäftigt, weil man irgendwie man will ja immer mehr. Man will immer mehr, man kann darüber diskutieren, ob das gut ist oder nicht. Das ist, glaube ich, dieser Traum vom ewigen Wachstum, der uns halt schon immer begleitet und das ist halt auf Social Media genauso und man muss auch sagen, dass die Plattformen einen selber auch dahin bringen. Also die Statistiken gerade auf YouTube sind auch schon so in ihrer Architektur, dass die einen schon immer so ein bisschen dran erinnern, so hier mach mal ein bisschen mehr. Es gibt bei YouTube die berühmt-berüchtigte 10 out of 10 Rank-List für Videos und da ranken deine letzten 10 Videos, die du hochgeladen hast, in der Reihenfolge von also von 1 bestes Video bis 10 schlechtestes Video. Und wenn du jetzt sonntags in unserem Fall dein neues Video hochlädst, dann guckst du abends rein und dann ist es eine 10. Also es ist quasi das schlechteste Video unter den 10 letzten Videos. Ist es schon extrem frustrierend und das ist irgendwie schon so ein Ding, wo YouTube dann immer so dich ein bisschen anstachelt und sagt so, ja, das war nicht so gut. Du musst irgendwie wachsen. Voll. Ja, so. Das stimmt. Ja, die ganzen Analytics sind ja eigentlich so drauf ausgebaut. Also, und dieses Ranking ist halt schon, ja, kann einen schon auch ganz schön runterziehen. Ja, jeder YouTube-Creator kennt und hasst, glaube ich, dieses Ranking und verflucht das irgendwie so ein bisschen, weil es halt jeden beeinflusst. Irgendwie. Voll. Ich meine, es ist natürlich umso schöner, wenn man dann irgendwie einen Platz 1 hat oder mehrere Wochen in der Folge halt irgendwie eine Platz 1, 2, 3 oder sowas vorne hat. Aber wir hatten auch Zeiten, wo jedes Video, was wir hochgeladen haben, direkt auf Platz 10 kam. Und das demotiviert halt einfach, was halt total schade ist, weil häufig geht es dann um 500 Klicks oder sowas. So, also dann ist es halt gar nicht, wenn man sich die Zahlen anguckt, gar nicht so schlecht wie die anderen. Und das spielen ja auch da wieder viele verschiedene Faktoren mit rein. Aber YouTube zeigt dir halt direkt so, das war ein Fail. Also, ja. Aber jetzt genau zur Frage, wie wächst man? Also eine wichtige Sache, die wir selber gelernt haben, die wir direkt beobachten konnten, war, dass man halt ein Thema braucht. Sobald man ein Thema hat, weiß YouTube einfach besser, wie der Kanal eingeordnet werden kann und schlägt einem entsprechend dann auch Leuten vor, die sich in unserem Fall zum Beispiel für Van-Ausbau interessiert haben. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann auch gemerkt, dass halt deutlich mehr Klicks kamen. Also mit unseren alten Videos haben wir irgendwie so 100 bis 300 Klicks bekommen. Und mit den Van-Videos, mit dem allerersten, haben wir, glaube ich, dann schon direkt über 1000 Klicks bekommen. Da waren wir da hatten wir irgendwie nicht mal 600 Abonnenten vielleicht. Und das ging dann recht schnell, dass wir auch
in Abonnenten gewachsen sind und dann auch recht schnell in Klicks gewachsen sind. Ich glaube, unser 3. oder 4. Video auf YouTube, da haben wir unseren Sprinter mit Raptor Lack lackiert und das war irgendwie so ein Thema, was halt auch viel interessiert hat. Es hat einfach in der ersten Woche 50.000 Klicks bekommen. Das war auch, glaube ich, noch ein Jahr später das bestgeklickteste Video. Immer noch, Video, glaube ich, eins der Top-Videos. Ja. Und aber auch die anderen Videos haben wir dann teilweise es auch geschafft, irgendwie 10.000 Klicks zu bekommen und wir hatten dann halt vielleicht 2.000 Abonnenten oder so. Ja, stimmt, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Aber da muss man halt auch dazu sagen, dieses Vanlife oder Van-Ausbau-Thema war halt auch zu dem Zeitpunkt super gehypt. Also das war Ende 2020, Corona, alle hatten irgendwie Bock rauszukommen, alle haben ja auch so Heimwerkel-Projekte dann angefangen und Vanlife hat ja dann richtig angefangen zu boomen. Und ich glaube, dass wir da schon Glück hatten, dass wir da genau gerade reingespielt dann haben. Aber das halt die Nische macht es auch aus. Also das ist auch wieder so eine Sache, so wenn man jetzt einen YouTube-Kanal startet, braucht man halt ein Thema und man muss sich halt schon irgendwie in gewisser Weise so eine Nische suchen. Man muss sich irgendwie im Klaren darüber sein, was mache ich für Videos und vor allem auch, wen will ich damit erreichen. Ja. Und das kann natürlich auch schwierig sein, weil man ja vielleicht ein super starkes Interesse für ein bestimmtes Thema hat, was aber halt leider keine anderen Menschen interessiert. Ja, ich glaube, es gibt für jede Nische gibt's irgendwie eine Fanbase. Ja, schon, aber es gibt halt Nischen, in denen du schneller wächst und du halt langsamer wächst. Es gibt Nischen, die mehr Leute interessieren als andere. Ja. Auf jeden Fall. Ja, genau. Und was wir dann auch gemerkt haben, oder wo wir ja lange dran festgehalten haben, war ja dieses, man muss regelmäßig uploaden, um zu wachsen. Ich weiß auch nicht, ob wir das irgendwo mal so richtig belegt bekommen haben. Das ist ja das Ding mit diesem YouTube-Algorithmus. Niemand weiß, was dahinter steckt. Niemand weiß, was ist der Algorithmus, was will der Algorithmus. Man kann ja nur irgendwie erahnen. Aber wir haben zumindest für uns, glaube ich, dann einfach so die Erfahrung gemacht oder einfach festgelegt, dass wir einfach einmal die Woche hochladen wollen, damit die Plattform weiß, dass sie sich auf uns verlassen kann quasi. Und aber auch die Menschen, die unsere Videos konsumieren, dass die halt auch wissen, ja okay, jeden Sonntag um 10 zum Frühstück setze ich mich hin und schaue das Video von Zoe und Merlin. Ja. So, und aber es war auch schon, oder es ist immer noch so, wenn man halt so guckt auf YouTube, irgendwie nach Videos, wie bringe ich halt meinen YouTube-Kanal an den Start, ist immer noch irgendwie so der Nummer 1 Tipp ist, du musst regelmäßig uploaden. Wobei es jetzt so langsam, habe ich das Gefühl, so einen Trend dahin gibt, dass immer mehr Leute sagen, Qualität ist wichtiger als Quantität. Ist besser, wenn du alle 2 Wochen oder einmal im Monat ein richtig gutes Video hochlädst, auf das die Leute auch Bock haben und dranbleiben, als wenn du jede Woche irgendwie ein Trash-Video hochlädst. Ja. Aber es ist natürlich auch in unserem Fall, wir haben halt dieses Wöchentliche gemacht und es hat halt für uns funktioniert und dann hat man natürlich auch schon ein bisschen Angst, davon abzuweichen, weil man ja nicht weiß, ob das andere auch funktioniert. Das ist ja gerade jetzt die Situation, wir haben jetzt vor 2 Wochen entschieden, dass wir nicht mehr wöchentlich hochladen können, weil wir jetzt auf dieser Reise hier sind und es gibt einfach so viele Faktoren, die uns einfach so viel mehr Zeit kosten und das Leben halt hier schwieriger machen, sei es jetzt das Internet oder dass unsere Laptops zu heiß werden mittags, um zu arbeiten und so weiter. Also es ist einfach nicht mehr möglich, einmal die Woche hochzuladen und jetzt haben wir halt entschieden, dass wir noch alle 2 Wochen hochladen und ich meine, wir sehen es jetzt ja auch in den Statistiken, also erstmal halbieren sich jetzt einfach die Klicks, es halbieren sich die Einnahmen, alles ist jetzt erstmal halbiert, also ist natürlich auch irgendwo, also ist ja klar, je mehr du hochlädst, desto mehr kannst du theoretisch damit erreichen. Ja. Dann vielleicht gehen wir noch mal drauf ein, was der Unterschied ist zwischen YouTube und Instagram. In welcher Hinsicht? In der Hinsicht, wie die Plattformen funktionieren, wie man da wächst. Okay. Ja, also ich würde sagen, der größte Unterschied ist, dass Instagram sich mehr zu wandeln scheint. Also Instagram hat ja angefangen als reine Fotoplattform und dann kamen irgendwann die Reels und dann war es irgendwann so, dass nur noch die Reels irgendwie relevant waren und Fotos einfach wirklich so komplett gar nicht mehr wichtig waren. Und ich glaube, das war was halt für viele Creator schon irgendwie schwierig war, weil auf einmal halt nicht mehr die Fotos im Vordergrund standen, sondern die Reels und man halt mit Fotos auch nicht mehr gewachsen ist. Und das beobachten wir ja auch jetzt noch, obwohl ja anscheinend jetzt Instagram wieder so ein bisschen zurückgerudert hat, was man so liest. Aber als wir angefangen haben, Reels zu posten, sind wir halt auf einmal auch gewachsen und haben viel, viel mehr Reichweite bekommen als mit den Fotos vorher. Also das wird auf jeden Fall gerade irgendwie präferiert von der Plattform. Und das ist ja schon was
ja auch schwierig macht für Creators, wenn man halt irgendwie immer gucken muss, dass man am Ball bleibt und dass man nicht quasi abgehängt wird von der Plattform, die man bespielt. Vom Algorithmus. Genau. Ja, und YouTube hat jetzt zwar schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar Shorts eingeführt, also auch so Shortform, Hochkant-Content, und man kann, glaube ich, mit Shorts jetzt auch gut wachsen, aber es ist jetzt nicht so, dass normale, lange YouTube-Videos halt irgendwie total fallen gelassen werden und man damit nichts mehr erreichen kann. Also irgendwie scheint YouTube da etwas stabiler zu sein, Ja. was irgendwie den Content angeht. Ja, genau. Ja, das ist ja auch irgendwie ein Grund, warum wir YouTube ja auch so präferieren, weil es halt irgendwie man so ein bisschen weiß, woran man ist. Ja. Und einfach auch diese Vergütungsmethode ja auch was ist, was ja irgendwie einen wertschätzt und der Plattform ja irgendwie einen Sinn gibt. Genau. Aber nichtsdestotrotz kann man auch über Instagram gut Geld verdienen. Also wir kennen ja auch einige, deren Haupteinnahmequelle halt Instagram ist. Und da musst du halt dann einfach Kooperationen machen, weil anders verdienst du da halt dann nichts. Aber, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde mal behaupten, dass es vielleicht sogar fast einfacher ist, auf Instagram zu wachsen. Wenn man mitspielt. Wenn man Glück natürlich, es geht immer auch um Glück. Natürlich kann man auch sowas wie Wachstum schon so ein bisschen beeinflussen, wenn man halt auf bestimmte Trends mit aufspringt. Und bei Instagram ist ja auch so ein großes Ding, dass du dann irgendwie Audios nutzt, die halt gerade trenden und sowas. Aber ja, also man kann auf jeden Fall auch über Instagram sich gut finanzieren, wenn man die Reichweite hat. Ja. Genau. Das stimmt. Gut, ich würde sagen, wir haben schon sehr viel gelabert. Wir kommen jetzt mal zur alles entscheidenden Frage, warum die Leute hier überhaupt drauf geklickt haben. Und zwar, was verdienen wir mit YouTube? Wir haben 35.000 Abonnenten und im Schnitt auch so um die 35.000 Klicks. Das schwankt ja sehr. Also ganz kurz, wir machen ja auch Instagram, aber da haben wir so wenig Kooperationen gemacht, dass es jetzt nicht nennenswert ist. Also in den letzten 2 Jahren haben wir, keine Ahnung, vielleicht 5 Partnerschaften gehabt. Und da Instagram, also da die Plattform nicht so viel Werte hat, die Reichweite, ist das jetzt kein Betrag, der jetzt hier so groß mit reinspielt. Genau, deswegen gehen wir jetzt auf YouTube und wir gehen auf die Werbeeinnahmen, also das, was wir über die Plattform selber verdienen. Genau. Ja, und das waren, es ist etwas schwierig, das so genau festzulegen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal darauf ein, was wir in 2 Wochen mit einem Video verdienen. Wenn wir jetzt ein Video hochladen, wie zum Beispiel dieses Video, und es performt jetzt ganz normal wie alle anderen Videos, dann werden wir wahrscheinlich im Schnitt so um die 200 bis 300 Euro in den ersten 2 Wochen mit diesem Video verdienen. Was dann noch passieren kann, ist, dass entweder das Video stagniert und wir kommen nicht weit über die 30.000 im Long Run, also in den nächsten Wochen. Dann werden wir nicht mehr viel Geld mit diesem Video hier verdienen. Aber es könnte natürlich auch passieren, dass dieses Video aus irgendeinem Grund sehr, sehr gut läuft und es sammelt in den nächsten Monaten irgendwie, keine Ahnung, 60.000, 70.000 Klicks ein. Dann verdienen wir natürlich mit diesem Video auch immer noch weiterhin Geld. Und so ist es am Ende dann auch. Man bekommt eine monatliche Auszahlung von YouTube. Und das ist eben das gesamte Geld, was alle deine Videos einspielen in diesem Monat. Und es gibt alte Videos, wir haben Videos, die bekommen immer noch irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel 1.000 Klicks in einer Woche und die verdienen dann immer noch ein paar Euro, obwohl die ein Jahr alt sind. Und es gibt halt, wie gesagt, auch diese neueren Videos, die gar nicht mehr geklickt werden, die bringen dann halt auch kein Geld. Und am Ende setzt sich dann halt eben dieser Betrag zusammen und der ist bei uns jetzt in den letzten Monaten so bei ungefähr 1.500 Euro gewesen. Und das ist natürlich jetzt auch stark zurückgegangen, weil wir eben jetzt von unserem wöchentlichen Rhythmus runtergegangen sind. Das ist ja eine einfache Rechenaufgabe, wenn man einfach sagt, Video bringt in den ersten 2 Wochen um die 300 Euro ein, dann kann man sich ja überlegen, was das am Ende des Monats macht. Und wenn man halt 50% weglässt, also 2 Videos weniger, dann sind es halt auch 50% weniger. Diese Einnahmen, außer wir haben jetzt irgendwie Glück und auf einmal performt ein Video aus der Vergangenheit wieder super gut. Genau. Aber, ja. Aber das, also wie gesagt, das ändert sich natürlich auch immer und so richtig beeinflussen, ob ein Video immer weiter wächst oder irgendwann stagniert, können wir halt auch nicht. Das hängt ja sehr viel damit zusammen, wie relevant das Thema ist, ob das halt an Relevanz verliert nach einer Woche oder ob das halt was ist, was sich auch Leute noch ein halbes Jahr später angucken würden. Ja, genau.
Und wir sind jetzt einfach auch mal gespannt, wie das jetzt hier weitergeht mit diesem verminderten Upload jetzt. Natürlich haben wir jetzt hier diese Videos, die wir jetzt doch wieder zusätzlich machen. Also mal sehen. Wir können uns auf jeden Fall auch weiterhin dadurch finanzieren. Wir können diese Reise weiterhin dadurch finanzieren und haben noch die Kooperationen. Ihr wisst ja, was wir jetzt ungefähr für ein TKP nehmen und wie oft wir Werbung machen. Könnt ihr euch ja selber ausrechnen, was wir damit ungefähr verdienen. Genau. Ja. So sieht's aus. Gut, ja, jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende angekommen. Ich will nochmal betonen, dass diese ganze Social-Media-Geschichte auch natürlich ein sehr großes Privileg ist und wir uns durchaus bewusst sind, dass das nicht für jeden möglich ist, weil wir auch schon am Anfang angesprochen haben, dass man eben viel Zeit rein investieren muss. Und wir haben jetzt auch ein ganzes Jahr lang mehr oder weniger Zeit investiert, die quasi nicht bezahlt wurde. Ja, quasi ein ganzes Jahr lang Vollzeit hier gearbeitet, ohne dafür Geld zu kriegen. Weniger Geld, als wir halt gebraucht haben im Monat. Und man muss sich halt quasi das auch leisten können. In unserem Fall war es so, dass wir halt die Filmproduktion hatten, durch die wir unser Einkommen gesichert haben. Und ja, so ist es halt für jede Person, die halt irgendwie auf Social Media irgendwie halt so durchstarten will und auch Zeit investieren muss, die muss sich das halt auch leisten können. Und das ist halt wichtig, das anzuerkennen. Und wir sind uns halt auch bewusst, dass es einfach ja, ein großes Glück ist, dass das für uns so möglich war und dass wir halt jetzt hier sind, wo wir sind. Ja, und einfach ein großes Privileg, dass wir die Möglichkeit hatten, uns da so viel so reinstürzen konnten und dass wir auch das Risiko aufnehmen konnten, weil das kann auch nicht jede Person. Also, dass wir uns einfach an einem Punkt sagen konnten, okay, wir setzen jetzt alles auf diese eine Karte und wir fahren jetzt in die Türkei und wir wissen nicht, wann wir wiederkommen und wir machen das jetzt einfach über YouTube. Das ist natürlich ein Risiko und das haben wir ja nur auf uns genommen, weil wir halt wussten, wenn alles schief läuft, dann haben wir immer noch ein Auffangnetz und Leute, die für uns da sind und die uns finanziell auch unterstützen können und das ist nicht gegeben, das hat nicht jede Person und das ist auch ein großer Teil, warum wir jetzt hier sind und ja, gut, dass du das angesprochen hast, das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Ja, ich bin einfach sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, auch wenn nicht jeder Tag Sonnenschein ist, am Ende ist es halt einfach ein Job. Es ist aber ein Job, der uns Spaß macht, den wir uns auch aus freien Stücken ausgesucht haben. Und manchmal verfluchen wir diese Plattform, an anderen Tagen freuen wir uns einfach unglaublich doll über die Möglichkeit und über die Kontakte, die wir darüber knüpfen und so weiter. Und wir sitzen hier jetzt gerade im Sonnenuntergang in der Elfenbeinküste und ja, uns geht's gut und ich bin froh darüber. Ja. Me too. Na dann, in diesem Sinne, wir hoffen, es hat euch gefallen, unser erster Podcast. Lasst uns gerne Feedback da in den Kommentaren oder sagt uns auch, welche Themen euch noch interessieren könnten. Ja, genau. Also falls es ein Thema gibt, das euch auf dem Herzen liegt, wir können ja hier jetzt länger und ausführlicher über Themen quatschen, die sonst vielleicht keine Zeit finden. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Also können wir öfters machen. Ja, wir wollen uns jetzt aber trotzdem noch nicht festlegen. Wir haben ja jetzt gerade die Entscheidung gefällt, dass wir eben nicht mehr wöchentlich hochladen. Und deswegen wollen wir uns jetzt nicht hier mit diesem Podcast jetzt schon wieder verpflichten. Also wir schauen jetzt mal, wie oft wir das jetzt hinkriegen. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Und spätestens auch nächsten Sonntag für unseren nächsten Vlog. Also schaltet da gerne ein. Also, na dann. Macht's Danke gut. fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.